Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das ich selber nicht glauben konnte. Die Deutschen als solche sind keine beleidigungsfähige Personenmehrheit. Es wirkt paradox, während § 130 StGB dem Schutz vor gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dienen soll, bleiben pauschale Beschimpfungen von den Deutschen in der Praxis häufig folgenlos. Bei Äußerungen über Ausländer oder Einwanderer hingegen greift der Staat deutlich schneller ein. Einer meiner Artikel zum Thema „Ist der Bevölkerungsaustausch nur eine Verschwörungstheorie?" wurde kürzlich anwaltschaftlich geprüft. Ihr wisst ja, ich schreibe nur verifizierte und juristisch abgesegnete Dinge. Dabei teilte mir die eine Rechtsanwältin mit, dass jede Bevölkerungsgruppe durch § 130 Strafgesetzbuch, also Volksverhetzung, gegen Beleidigung geschützt sei. Nur nicht die Deutschen. Dies sei seit 30 Jahren gängige Praxis. Wörtlich schrieb sie, ich zitiere: Die Deutschen sind weder eine Gruppe im Sinne des § 130 StGB noch eine beleidigungsfähige Gruppe gemäß § 185 StGB, Beleidigung. Deutsche raus und die Deutschen sind eine Köterrasse sind erlaubte Äußerungen, weil die Deutschen im Gegensatz zum Beispiel den Ausländern kein abgrenzbarer Teil der Bevölkerung sind. Auch die Einwanderer seien eine identifizierbare Gruppe und deshalb beleidigungsfähig. Schlussfolgerung, meine Schlussfolgerung: Ausländer raus ist strafbar, Deutsche raus ist nicht strafbar. Das musste ich erst einmal sacken lassen und das war die Idee zu diesem Video. Die Anwältin hat mir verschiedene Entscheidungen von Staatsanwaltschaften vorgelegt, die diese Praxis dokumentieren. Zwar stammen diese Entscheidungen aus früheren Jahren, sie stehen jedoch für eine seit Jahrzehnten etablierte Auslegung, die bis heute fortwirkt und daher weiterhin von rechtlicher Relevanz ist. Zunächst einmal die Entscheidung der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth, Aktenzeichen 402 JS 32830, Staatsanwalt Grant Per. Ausgangslage: Bei einer Demonstration wurde die Parole gerufen: Deutsche vertreiben, Ausländer bleiben. Verschiedene Anzeigen wegen Volksverhetzung wurden eingestellt. Entscheidung: Laut Staatsanwaltschaft erfülle dies nicht den Straftatbestand der Volksverhetzung. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Begründung, ich zitiere: Die Deutschen als solche sind aufgrund gemeinsamer äußerer und innerer Merkmale als unterscheidbarer Teil von der Gesamtheit der Bevölkerung abgrenzbar. Sie stellen vielmehr die Allgemeinheit der in Deutschland lebenden Menschen, nämlich das Staatsvolk, dar und heben sich nicht aus dieser durch abgrenzbare Unterscheidungsmerkmale heraus, wie dies zum Beispiel der Fall ist, wenn Katholiken, Arbeiter bzw. Bauern angegriffen werden. Darüber hinaus liegt in dem Ausdruck Vertreiben noch kein Angriff auf die Menschenwürde im Sinne des § 130. Auch andere Straftatbestände sind nicht verwirklicht. Die nächste Entscheidung der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Nürnberg-Fürth, Aktenzeichen 404 AR 232450, Staatsanwältin Eckenberger. Die Staatsanwältin folgte der oben zitierten Begründung in einem anderen Fall, der ebenfalls eingestellt wurde, fügte aber hinzu, ich zitiere: Die Deutschen als solche sind keine beleidigungsfähige Personenmehrheit. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Die nächste Entscheidung der Hamburger Staatsanwaltschaft vom 22.02.2017, 7101 JS 105116. Ausgangslage: Im Jahr 2017 sorgte die Entscheidung der Hamburger Staatsanwaltschaft für Kopfschütteln. Ein ehemaliges Vorstandsmitglied eines türkischen Vereins soll die Deutschen auf Facebook als Köterrasse oder Hundeclan bezeichnet haben. Mehrere Anzeigen wegen Volksverhetzung und Beleidigung wurden jedoch eingestellt. Entscheidung und Begründung: Der Beschuldigte habe sich nicht strafbar gemacht,
sagte Nanna Frombach, Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft. Weder der Straftatbestand der Volksverhetzung noch der Beleidigung sei erfüllt. Die Allgemeinheit der Deutschen sei kein geeignetes Tatobjekt, da sie sich nicht als unterscheidbarer Teil der Gesamtbevölkerung abgrenzen lassen. Auch der Tatbestand der Volksverhetzung stelle auf einen Teil der Bevölkerung, aber eben nicht auf die gesamte Bevölkerung ab. Ich zitiere: Es muss sich um eine Gruppe handeln, die als äußerlich erkennbare Einheit sich aus der Masse der inländischen Bevölkerung abhebt. Und hier ist es ja gerade nicht der Fall. Zitat Ende. Alle Deutschen sind nach Ansicht der Hamburger Staatsanwaltschaft demnach keine solche Gruppe, die beleidigt werden kann. Das heißt für mich als rechtlicher Laie im Umkehrschluss: Ein Türke sagt zu mir, alle Deutschen sind eine Köterrasse, dann ist dies nicht strafbar. Ich sage zu dem Türken, alle Türken sind eine Köterrasse, dann ist das strafbar. Man glaubt es nicht. Formal gilt zwar § 130 StGB Volksverhetzung für alle nationalen Gruppen, auch für Deutsche. Faktisch jedoch wird die Norm nahezu ausschließlich zum Schutz von Minderheiten angewendet. Pauschale Herabwürdigungen der deutschen Mehrheitsbevölkerung werden von Staatsanwaltschaften regelmäßig als nicht tatbestandsmäßig eingeordnet. Dadurch entsteht eine asymmetrische Anwendung des Strafrechts, die nicht im Gesetz selbst angelegt ist, sondern aus der restriktiven Auslegungspraxis folgt. Diese Praxis wirft berechtigte Fragen nach der Gleichbehandlung nationaler Gruppen im strafrechtlichen Ehrschutz auf. In der Praxis gilt, wer pauschal die Deutschen beschimpft, muss kaum mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, während vergleichbare Aussagen über andere Bevölkerungsgruppen, also Ausländer oder Einwanderer zum Beispiel, deutlich schneller Ermittlungen auslösen. Das liegt nicht am Gesetz, sondern an seiner Anwendung. Pauschale Angriffe auf die Deutschen werden von der deutschen Justiz regelmäßig nicht als Beleidigung einer beleidigungsfähigen Personenmehrheit gewertet. Anders verhält es sich bei der Gruppe wie Ausländer oder Zuwanderer, bei denen strafrechtliche Ermittlungen deutlich schneller eingeleitet werden. In einer Zeit, in der Äußerungen zunehmend unter dem Schlagwort von Hass und Hetze verfolgt werden, offenbart diese Praxis ein eklatantes Ungleichgewicht im staatlichen Ehrschutz und eine faktische Herabsetzung der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Soweit ist es in Deutschland also schon gekommen. Die Deutschen kann man straffrei beleidigen, die Ausländer und die Zuwanderer, die Flüchtlinge aber nicht. Finde den Fehler. Maßgeblich dazu beitragen, dass diese Atmosphäre in der Bevölkerung überhaupt besteht, sind die NGOs. Darüber habe ich ein Buch geschrieben, Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung. In diesem Buch liste ich hunderte von NGOs auf und welche Steuergelder sie für was bekommen. Ihr glaubt es nicht, wie euer Steuergeld verplempert wird für linksextreme NGOs. Hier könnt ihr es nachlesen. Auch mit meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden. Hier in diesem Buch liste ich alle Massaker auf, die an uns Deutschen verübt worden sind. Es sind 900 Seiten, ihr könnt es nicht glauben, so dick ist dieses Buch leider geworden. In diesem Buch gibt es zwei Neuerungen. Erstens mal gibt es Fotos, die so grausam sind, dass man sie kaum zeigen kann. Wir uns aber entschlossen haben, diese Fotos dennoch zu zeigen, weil die Grausamkeit an uns Deutschen muss endlich gezeigt werden, in Bildern, in Fotos. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In diesem Buch gibt es auch eine Massenmordbilanz über mehrere Seiten, in der ich aufführe,
die Massaker, das Datum, wie die Deutschen umgebracht worden sind und wie viele Opfer es gab. Die Gesamtzahl geht in die Millionen, ihr könnt es nicht glauben. Besorgt euch dieses Buch, wenn ihr teilhaben wollt an unserer Gedenkkultur. Ihr seht das Titelbild auch noch einmal im Hintergrund. Alle Links sind unten angegeben. Abonniert auch meinen kostenlosen Newsletter auf Telegram. Ihr habt dann die Möglichkeit, eine kostenlose PDF herunterzuladen. Mein letzter Kampf. Adolf Hitlers Tod aus seiner Sicht, eine Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe in Ich-Form, also in Ich-Form von Adolf Hitler, warum er sich und wie er sich umgebracht hat. Abonniert mich auch auf Telegram, das ist sehr wichtig für mich, weil ich möchte irgendwann von YouTube weg, dem mich zu 70% einschränken und das kann ich nicht mehr lange so weitermachen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Galt.